Nach der EP-Trilogie war für uns klar, dass wir ein Album aufnehmen, ein richtiges Album. Durch das haben wir relativ schnell nach der Evergreen angefangen mit Songs zu schreiben wieder. Bei dem kann es so geil sein, etwas Zeugiges. Wir hatten schlussendlich etwa 25 Songs, die für uns in Frage kamen. Und haben uns dann für irgendwie 13 oder 14 entschieden. I want you to stay. I want you to stay. Ja, das könnte doch wirklich noch geil sein. Wenn es gut wäre. Wenn es gut wäre. Dann kannst du schon Hospital kommen. Dann holen wir noch Sam Smith und Hurts an Bord, dann kommt es gut. Ja. Jetzt ist es wie normal gesungen wie vorher. Und dann kommt es und dann kommt wieder Stay, oder? Und dann das Nächste, was einsteigt wieder in den Refrain, hat weniger Wirkung. Und dann ich halt auch mehr im Detail gearbeitet, schon wie der Song gestanden ist. Das Arrangement halt wirklich irgendwie Gesang genauer unter die Lupe genommen, was ja für uns auch extrem wichtig ist. Die ganze Harmonies-Sache und halt auch schon überlegt, was könnte man overdubben, wo ein Solo, vielleicht halt auch ein Solo mal geschrieben und alles so kleinere Sachen, die wir vorher nicht gemacht haben. Wir machen noch einen Feinschliff von unseren Songs, die wir bisher in die engere Auswahl haben genommen. Was heisst das genau, Feinschliff? Das heisst, wir haben 13 Tracks, die wir alle gut finden, Ja. ausser denen, die wir scheiße finden. Ja, und 3, die Das ich nicht streichen so wir gut einfach, finde. da haben wir 12 in dem Sinne. Eigentlich würde es dort verlangen, dass man nach der Hälfte in einen Beat geht. Was kann man? Aber die Frage ist, ob es zum Song passt. Ja, vielleicht gäbe es einfach noch irgendetwas Spannendes. Das ist nicht nur, weil es schon vielleicht Es kann aber gut sein, so die erstbeste Wahl. ich würde das eben wie Uhren ausspielen. Das können wir auch, ja. Das ist wie mit 2 Songs. Ich finde es nicht grusig. Songs mitleid. Genau. Wenn wir jetzt aufnehmen und wir sind zu diesem Song, dass du die ganze Zeit, wenn du den Song etwas spielst, dass du das Bild immer vor Augen hast. Und so. Ja. Hat natürlich auch zusammen mit dem Fokus, da bist du viel fokussierter. Wir haben unsere Songs fertig oder weitergemacht, so dass sie eine schöne Form haben, die wir cool finden, die man damit arbeiten kann und was sehr Freude macht. I close my eyes, close my tail. I close my eyes, close my tail. Es hat sich herausgestellt, dass wir an die Muse Expo spielen dürfen, in Los Angeles. Die Idee war schon immer, dass wir nach den EPs ein Album aufnehmen. Dann haben wir gefunden, ja, wenn wir auf Amerika gehen, die Flüge zahlen, die Reise auf uns nehmen, dass wir dort eigentlich das Album einspielen wollen. Es hat sich herausgestellt, dass wir dann recht in das Stress hineinkommen, weil wir parallel zum Songwriting vom Album und zur Vorbereitung von dem ganzen USA-Trip eigentlich noch die letzte EP haben rausgegeben und fertig gemacht haben, quasi. Also halt nach dem Aufnehmen von so einer EP noch dazukommt. Das ist die ganze Promo und Interview und Sachen organisieren hier und da und überall. Sagen wir jetzt echt so ein bisschen in den Interviews, ja, wir gehen dann noch so ein bisschen nach Amerika? Oder gibt es einen Punkt, wo wir sagen, ab jetzt wird es klar? Also ich meine, das mit Amerika müssen wir immer sagen, oder? Ja, aber wann starten wir mit dem? Oder Big News kommen, 3 Tage vorher sagen wir, hey, wir gehen im Fall von Das ist meine Amerika. Frage. Tag Story her, dann ist die Story von uns kommuniziert, ab dann erzählen wir es dann auch an den Radios und dann Genau. geht Das es ist die das, Zeitung was raus. ich meine. Das ist das, was ich meine. Ja. Das war eine intensive Zeit für alle. Und wenn man so auf Amerika geht, ja, muss man ja an x Sachen denken. Also wie bringt man die Instrumente dort rüber? Wie kommt man selber dort rüber? Man muss ein Visum haben, man muss es beantragen. Und da unsere Band extrem nicht gut ist in solchen Sachen, sind wir dann schon recht in die Schweiz gekommen. In dem Sinne. Für 2 Wochen zu mieten, 2 akustische Gitarren, ein Cajon, ein Nordstage 2, würde $1312 kosten. Huere, 12 Jahre, 2 Wochen, ja. 14. April. Dann gehen wir. Oh, fuck. Es hat natürlich dann alles auf den letzten Drücker geklappt.
Also das Visum zu holen, das war eine rechte Nervensache gewesen. Wir sind dort in Bern bei der Botschaft vor dran gesehen, natürlich nicht die richtigen Zettel dabei. Aber es sind halt alles so Sachen, die viel Nerven brauchen auf jeden Fall. That's cool. That's gonna be a really epic Radiohead jam, I think. Cool. Cool. Let's keep going. What's the next one to check? Let it go, don't turn around. Cause I feel we're touching ground. I've been here for too long. And I keep moving on. Ja, es hat definitiv, glaube ich, ein paar ganz gute Songs drin. Ja. Ja. Und wir haben ja geschaut, dass wir es nicht selber zu fest unter Druck setzen. Jetzt in einer Woche werden wir aussteigen aus dem Flugzeug. Wir gehen sicher vorher noch duschen. Das ist schon mal der Plan. Und, ja, ich freue mich auf Sommer, auf eine grundpositive Einstellung zu allem, was die Leute haben dort. Sehr offen sind, sehr begeisterungsfähig und da freue ich mich drauf.